Hi Leute, heute gibt es das versprochene Video zu meinem brandneuen Audi Q3 Sportback. Ich muss immer aufpassen, ich will immer aus Versehen RSQ3 sagen, ich weiß gar nicht warum. Audi Q3 ist es, aber dennoch, auch wenn es kein RS-Modell ist, ein sehr, sehr schöner Wagen. Ich habe ihn vor einigen Wochen bei Audi Schauerte in Plettenberg abgeholt und musste ihn jetzt aber auch erstmal einige Wochen fahren, um euch mal so ein bisschen die Erfahrungen nahebringen zu können, weil ich finde, man muss immer ein Auto erst so ein bisschen fahren, um die Vor- und Nachteile auch herausfinden zu können. Ich habe mir heute noch einen Überraschungsgast dazu geholt. Vielleicht kennen ihn zumindest viele Audi-Fans von euch. Den zeige ich euch gleich. Erstmal wollte ich euch so ein bisschen was jetzt hier zum Q3 Sportback erzählen. Ja, den Q3 Sportback, den gibt es noch gar nicht so lange. Der wurde jetzt erst Ende 2019 vorgestellt. Das Besondere am Q3 Sportback ist einfach, dass der auf Basis des Q3 natürlich ist, aber hinten dieses sportliche, abgeflachte Heck hat. Hier sehen wir es auch mal ganz schön von der Seite. Ich finde den super, super sportlich optisch für ein SUV und auch gerade da, wo wir jetzt beim Thema SUV sind, muss ich sagen, der Wagen sieht sehr groß und sieht sehr bullig aus. So groß wie der Wagen jetzt hier wirkt, ist er in echt gar nicht. Also sprich, auch beim Einparken und sowas gibt es überhaupt keine Probleme. Nicht, dass das heißen soll, dass ich grundsätzlich mit großen Autos beim Einparken Probleme habe. Nein, aber man merkt schon, wenn man ein größeres Auto fährt, klar, da gibt es schon mal hier und da Parklücken, die dann zu eng sind. Aber bei dem ist, wie gesagt, das Gleiche, als würde man jetzt ein A4 oder auch ein A3 fahren. Also größentechnisch wirkt er bulliger, als er ist, aber im positiven Sinne. Und auch da kommen wir gleich zum nächsten Thema, Gewicht. Was wiegt der Wagen eigentlich? Der Wagen wiegt 1,75 Tonnen. Das ist auch für ein SUV, klar, es ist nicht das leichteste Auto, aber auch nicht das schwerste. Nichtsdestotrotz werde ich mich hier auch gleich mal auf der Fahrstrecke ausprobieren. Wir sind hier auf einer abgesperrten Strecke vom Winterfahrtraining AT hier in Österreich und mal gucken, ob man auch mit so einem ja doch schwereren Wagen, mit so einem SUV hier auch ein bisschen Spaß haben kann und ein bisschen driften kann. Jetzt erzähle ich euch aber erstmal so meine Vor- und Nachteile, die ich jetzt so in den letzten Wochen bei dem Wagen gemerkt habe. Aber dazu habe ich mir jetzt hier mal jemanden hier beiseite geholt. Warte mal, ich muss die Kamera so von unten, weil du bist so groß. Ja. Der Nikolai von Audi Kult. Ich denke, servus. Einige Audi-Fans kennen dich. Ja, würde ich so sagen. Heute mal in Deutsch. Du machst ja sonst gerne englische Videos. Genau, ne? Ganz genau. Jetzt können wir hier mal bei Winterfahrtraining auf Deutsch reden. Wir sind ja in meinem Heimatland eigentlich sogar. Wir sind in Österreich. Ein sehr schönes Land. Mit einem echt coolen Auto. Aber ja, du hast schon mir gesagt, es ist ein bisschen schwierig mit dem zu driften. Wegen dem Schwerpunkt. Genau, so das probiere ich gleich auch mal mit dir zusammen aus, damit du da auch mal so dein Feedback zu geben kannst. Ja, und da ruft auch schon da rein, Jan. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein, oder? Wir gucken mal kurz rein. Ich habe den ja schon gezeigt, als ich ihn abgeholt habe, aber vielleicht sind ja jetzt auch ein paar Leute neu dabei. Ja. Du bist ja, ich sag mal, ein guter Maßstab. Du bist ja eine größere Person. Wie groß bist du? 1,93. Ja, ist schon groß. Setz dich mal rein. Zu mir passen. Ja, steht dir sehr gut. Wie würdest du dir jetzt so den Sitz einstellen? Also ich fühle mich hier wohl. Auch so oben, ne? Das geht gut. Hast du auch noch sehr viel Freiraum? Mega viel Platz. Ja, also größentechnisch würde ich sagen, ist der Q3, ich wollte schon wieder RSQ3 sein. Größentechnisch kann man da eigentlich nicht meckern. Ich sehe jetzt auch gerade, deine Jacke passt super zum Interieur. Ja. Da sind wir jetzt schon bei einem Punkt, Interieur. Genau. Ich muss kurz dazu erklären, ich habe den Wagen ja nicht selber konfiguriert, sondern ich habe den Wagen bekommen von Audi Schauerte, ist ein Vorführer, deswegen hat er auch das Kennzeichen von Audi Schauerte, Bochumer Kennzeichen. Das heißt, alles, was jetzt hier drin und dran ist nicht mein Verschulden. Aber das ist auch nicht das Verschulden vom Autohaus, weil das ist eine Händler-Erstausstattung. Also die Händler kriegen diese Autos, das sind die ersten Q3 Sportbacks, die überhaupt rauskamen und die kommen dann genauso konfiguriert. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob man hier blaues Alcantara wirklich gut findet oder nicht. Ja, sag mal, findest du das gut? Ich bin ja jemand, ich stehe ja auf Farben und auf außergewöhnliche Sachen. Deswegen finde ich es an sich cool, aber wenn jetzt natürlich die Außenfarbe auch irgendwie so turboblau oder sowas wäre, dann wird das vielleicht alles zusammen in das Konzept besser passen, sagen wir mal so. Da muss ich auch dazu sagen, Farben finde ich auch sehr geil. Ich finde das blaue Alcantara auch schick. Aber was mich hieran jetzt stört, ist, dass das einzige Blau ist, also dort und auch hier, was an dem Auto überhaupt zu finden ist. Hier finde ich halt einfach
schön gemacht mit dem blauen Alcantara, weil ich stehe auf Farben, aber man hätte halt vielleicht hier das Blau auch einfach noch ein bisschen woanders platzieren können. Nähte zumindest noch in Blau oder so. Genau. Dann hätte das wirklich Sinn ergeben. Aber wie gesagt, also im RSQ3 Sportback gibt es das ja als Optikpaket, entweder in Grün, in Rot oder in Blau. Da macht es dann schon Sinn. Dann hast du hier auch das Diamond Stitching in Blau und so. Das ist dann schon ganz cool. Oder ich zeig dir das drüben beim TTRS. Der hat innen auch so ein rotes Designpaket. Da macht halt die Farbgebung Sinn. Aber hier einfach nur das Blau zu machen, ich finde es ein bisschen, ja, komisch. Wir gucken uns den TTRS gleich mal an. So, das hatte ich bei der Abholung ja auch schon erwähnt. Was ich bei dem Q3 sehr schick finde, ist die Art und Weise, wie die Displays hier positioniert sind. Wenn man mal guckt, da ist das Display in der Mitte ein bisschen tiefer gesetzt. Es ist nicht parallel oder gleich zum Virtual Cockpit, aber das finde ich ganz gut, weil da soll man ja auch eigentlich bei der Fahrt jetzt nicht unbedingt hinschauen. Ansonsten zum Interieur muss ich sagen, sehr schick, sehr schick. Aber es würde noch mehr gehen, wenn man sich mal hier die Türen anschaut zum Beispiel, aber das ist jetzt wirklich nur Meckern auf höchstem Niveau, ist es kein großartiger Unterschied zu meinem A1, den ich vorher hatte. Ja, der Wagen liegt sehr hoch, wenn wir uns jetzt mal hier daneben hocken. Ich finde eigentlich, ja, der perfekte Wagen für so eine Umgebung wie hier jetzt zum Beispiel. So in den Bergen und auf Schnee mit Allradantrieb kann man eigentlich nicht besser haben. Auch vom Platzangebot hier nochmal im Kofferraum. Ist jetzt ein bisschen voll beladen, muss ich sagen. Absolut top, obwohl Sportback. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass man hier diese hohe Ladekante hat. Wenn man hier irgendwie was reinhebt, dann muss man sich nicht zu sehr bücken, um irgendwie was da in den Kofferraum reinzutun. Ist sehr rückenfreundlich. Ja, hier hinten, wenn man mal guckt, das ist halt so bei den neuen Audi-Modellen schon länger. Wir haben jetzt keine Endrohre mehr. So, mal zum Vergleich bringt der Nikolai hier den TTRS mal vorbei. Ja, da sieht man doch schon ein bisschen mehr Farbe im Innenraum. Also das haben sie echt cool gemacht, finde ich. So kann das gehen. Auch nicht schlecht hier mit diesem lackierten Rot. Das habe ich so auch noch nicht gesehen an einem Blau Sitz. lackiert, wenn man es haben will. Und dann gibt es auch noch so eine 12 Uhr Anzeige hier oben. Auch noch in Rot. Die Ausströmungsdüsen da. Auch alles. Also das macht halt Sinn, das Farbkonzept. Das stimmt. Ja, definitiv. Ja, so könnte es gehen. So ein bisschen mehr Farbe hätte ich mir dann tatsächlich... Das ist auch ein RS, das ist ja kein RS. Ja, stimmt. Also wir vergleichen jetzt gerade Äpfel mit Birnen. Ja, das ist schon so. Aber naja, wir dürfen ja ein bisschen darf man schon meckern. Genau, wir sind ja hier, um ehrliche Kritik abzugeben. Und da komme ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar Performance. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Da dürfen wir sie auf keinen Fall vergleichen. Nein, da vergleichen wir sie jetzt auch nicht. Da gehen wir jetzt mal wieder... Ist er ja nicht. Da gehen wir jetzt mal wieder rüber zum Q3. Also genau, untermotorisiert ist er nicht. 230 PS, 2 Liter, 4 Zylinder. Der Motor vom GTI hast du gesagt, ja, richtig? Anscheinend 350 Newtonmeter müsste der haben. Aber der hat halt im Gegensatz zum GTI halt Quattro. Was ihm wahrscheinlich dann halt einfach wieder ein bisschen Performance sozusagen nimmt oder Beschleunigung nimmt, weil das Ganze muss ja dann im Endeffekt auf 4 Räder verteilt werden. Was uns aber natürlich auf der Eisfläche wiederum was bringt. Heute. Ja, das werden wir noch sehen. Genau. Genau. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, seitdem ich ihn jetzt gefahren bin in den letzten Wochen, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil du merkst diese 230 PS nicht. Also du merkst keinen Unterschied performance-technisch zum Beispiel zum A1 mit der Hälfte der PS-Anzahl. Was man auch noch ganz stark merkt, was ich wirklich kritisieren muss an dem Wagen, ist dieses, ja, kann man dazu noch Turboloch sagen, sagt man das ja, noch schon. So? Garantiert. Also diese Verzögerung, wenn man Gas gibt, bis da was kommt, das finde ich leider ist in diesem Wagen sehr, sehr spürbar. Als Sportwagen kann man ihn jetzt nicht bezeichnen, aber als solches wird er ja auch nicht dargestellt. Ja, ein bisschen Spaß soll er schon machen, weil er hat ja schon den größten Motor, den es für den Q3 jetzt im Endeffekt gibt, drin. Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Für einen Alltagswagen reicht mir das. Wer jetzt aber denkt, ja, 230 PS geht bestimmt gut ab, muss ich persönlich sagen, das ist ja auch immer so eine Einstellungssache, wie man das so wahrnimmt, würde ich Daumen fast runtergeben. Okay. Wir werden es herausfinden. Ich würde sagen, wir überzeugen uns einfach mal davon, ja? oder? Fahren wir mal eine Runde hier und dann gibst du mal dein Feedback dazu. Dann ab ins Auto. Was machen wir als erstes, wenn man rausfahren will? Blinker setzen, ne? Wirklich? Wir sind jetzt in der Fahrschule. Als erstes machen wir Dynamic nochmal, bestätigen wir nochmal und als zweites machen wir das ESP aus. Genau. Ich muss kurz dazu sagen, wir sind gerade ein paar Runden in dem TTRS gedreht, um mal einen Vergleich anzustellen.
Jetzt bin ich mal Ich glaube, gespannt. der wird sehr ernüchternd werden. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich komme mir vor, als würde ich einen LKW fahren. Ja, aber hier die Kurve hast du jetzt schon mal gut hinbekommen. Super. Ja, Ja, was war das? Der- Abstandswarnung. der kann sein, dass er dir jetzt in den Gurt ranzieht. Oh. Macht er das? Ja, das ist, boah. Ja, also man merkt den Schwerpunkt echt. Das Auto ist viel zu stabil, Ja. finde ich. Ja. Ich Also mein, es ist sicher, also eigentlich für alle Kunden super. das müssen für das, wir was jetzt. wir vorhaben, nicht. Das müssen wir jetzt dazu sagen. Eigentlich ist das bei diesem Wagen ein sehr positiver Punkt. Mhm. Denn der ist super schwierig aus seinem Konzept zu bringen. Also super schwierig ins Pendeln zu bringen, schwierig in den Drift zu bekommen. Aber wer nutzt so ein Auto so? Also wer jetzt hier Spaß haben will, wie der Nikolai gerade, der nimmt sich keinen Q3 Sportback, der nimmt sich dann doch lieber ein TTRS, ne? Super! Es geht schon, also aber man muss ihn echt sehr quälen. Ja. Was man eigentlich nicht machen möchte. Aber wie gesagt, nicht, dass ihr jetzt falsch versteht, das ist kein Negativ. Okay, das war nicht so cool. Da ist jetzt ein paar Pylonen mitgenommen, ich glaube. Ja, die müssen wir auch wieder aufstellen. Ja. Sonst kriegen wir Ärger. So kam das Wort Motorsport zustande. Ich würde sagen, was wir jetzt mal machen ist, wir nutzen das Auto jetzt so, wie es vorbestimmt ist. Versuch mal super kontrolliert, ohne in den Drift zu kommen, relativ schnell hier diesen Slalom zu fahren. Mit ESP an, oder wie? Ja. Ja, mach mal. Ja, doch, wir nehmen jetzt mal die Voraussetzung, wie es eigentlich so. Ne, wir stellen uns vor, wir sind jetzt unterwegs fahren jetzt auf im einer normalen Skiurlaub. Straße, genau. Ohne Ski? Ohne Urlaub. So, und wir wollen das Und jetzt fahren wir da einfach mal so relativ rum. schnell, aber Ja. kontrolliert. Ne? Wir können ja Zeiten messen, rein theoretisch auch. Ja, ein bisschen. Er bremst aber es auf jeden Fall sehr ein. wir müssen sagen, dazu noch, die Fläche ist komplett vereist mittlerweile. Ja, ja. Die ist jetzt hier schon blank Wir haben gefahren. ja keine Spikes. Das ging super. Ja? Also ein super sicheres Auto für den Winter. Er regelt halt brutal die Leistung runter. Wenn ich dann Gas gebe, dann passiert nichts mehr. Ja, anders wird's jetzt auch so nicht mehr. Ja, jetzt schiebt er nur noch, weil. Ja, aber man muss ganz ehrlich Ne? sagen, es ist echt super sicher, die Systeme. Ja. Wow. Ich will So. das einfach durch. Ja? Jetzt hier noch immer Kurve. Und sogar da würde jetzt, glaube ich, jeder Vollidiot, Ja. also damit meine ich nicht Wer dich, würde sondern damit zurechtkommen? jeder- Schauen wir hier nochmal eine Runde. jeder, der jetzt quasi nicht geübt ist, hätte das jetzt auch so abfangen können. Wenn das ESP an ist, wenn man gute Winterreifen drauf hat, was ja auch noch Kein sehr Problem, wichtig ja. ist. Super. Top. Kannst du echt, wir fahren jetzt schon 50. Auf Und das- Eis. Ich habe jetzt keine Angst. 50 auf Eis. Mittlerweile bei 70. Bremsen, ABS macht das auch super den Job. Jetzt kommt er so ein bisschen über die Ja. Hinterachse, aber das fängt sich auch wieder ein. Aber das ist jetzt wie gesagt normal, weil wir müssen auch berechnen, Masse auf Eis. Irgendwann Ja. schiebt er nur noch bei jedem Wagen, bei egal was für guten Winterreifen. Das sind halt die Grenzen der Physik. Genau, richtig. Die muss man ja auch noch mit einbeziehen. Also ich Ja. würde sagen, Fazit, sicheres Fahren bei Ja, den Wagen total, oder auch total. Also kontrolliert. man hat generell ein super sicheres Feeling und ich meine, es ist ein SUV und das ist ja auch so ein Sicherheitsthema. Man sieht auch alles, es ist viel höher, man hat einen echten guten Rundumblick und also ich kann das Auto sicherheitstechnisch auf jeden Fall empfehlen. Das ist super mit dem Allrad. Fazit, zum Driftnehmer nicht mit, aber Nee. in Skiurlaub, um kontrolliert auf den verschneiten, vereisten Straßen vorwärts zu kommen, Ja. super, Definitiv. Sicht top, Mhm. ne? Du als Audi-Fan ja sowieso. Das war mir Ja, klar. nee, aber ich sehe das schon auch ein bisschen kritisch teilweise. Es gibt immer so ein paar Sachen, wo du auch sagen kannst, ja, das hätte man besser machen können. Aber alles in allem muss man sagen, es ist echt ein tolles Produkt geworden. Und vor allem, die haben so viele kleine Details hier reingebracht in das Auto, außen wie innen. Zum Beispiel auch, der hat ja eigentlich den RS-Grill, obwohl er das normale Q-Modell ist und nicht mal ein S-Modell ist. Die stehen auch, wenn sie beide nebeneinander stehen, erst dann sieht man auch richtig diesen Unterschied. Wenn der hier hat ja auch noch das S-Line-Paket. Ich zeige euch den jetzt am besten einfach noch mal kurz von außen. Ja, hier von außen sieht man noch mal ganz stark diese brachiale S-Line-Front. Und wenn man den RS Q3 daneben stellt, ich blende mal hier gerade ein Foto ein von der Front,
dann sieht man vielleicht auch gar nicht mehr so einen allzu großen Unterschied, beziehungsweise merkt man diesen Unterschied auch nur, wenn die beiden Fahrzeuge nebeneinander stehen würden. Also S-Line-Paket muss generell auch bei mir immer sein, einfach auch der Optik wegen, und dieser große brachiale Grill, der sitzt auch so im RSQ3, dann diese angedeuteten Lufteinlässe hier. Ja, das hat Audi schon optisch ganz gut hinbekommen. Hier diese Kanten in der Tür macht das ganze Auto auch nochmal hier sehr muskulös. Das sieht alles so, ja, so wie dicke Oberschenkel, wie dicke Backen aus, könnte man dazu sagen. So, ja, danke Nikolai, dass du heute dabei warst. Bitte, Überraschenderweise bitte hier einfach mal spontan vorbeigekommen. Warum nicht? Und da dachte ich mir, wenn man schon den Audi-Spezialisten dabei hat, warum nicht zusammen ein Video machen, ne? Ja. Folgt gerne den Nikolai, Audi-Kult heißt er auf Das Instagram. würde mich freuen. Und auf YouTube. Und auf YouTube auch. Und folgt natürlich auch meinem Kanal, wenn ihr es noch nicht tut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr vom neuen Audi RSQ3? Wie sind da eure Meinungen dazu? Hast du schon wieder RSQ3 gesagt? Gibt's doch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal den RSQ3 fahren und dann ist gut. Ich brauche den RSQ3. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr vom neuen Q3 Sportback? Schreibt einfach mal eure Meinung dazu. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss.